Hallo Mercedes-Fans, Oldtimer-Freunde und Liebhaber der Ästhetik. Die Holzapplikationen gehören unbestritten zu den schönsten Teilen im Innenraum, die Mercedes in den 80er und 90er Jahren verbaut hat. Sie können aber im hohen Alter ziemlich hässlich aussehen, wie zum Beispiel dieses Teil. Ja, und sowas habe ich leider in meinem T-Modell. Bei diesem Zustand gibt es nur 3 Möglichkeiten. Entweder man findet sich damit ab und man behält es so, oder man sucht im Internet nach einem passenden Holzteil und versucht es zu ersetzen. Oder drittens, man repariert es selber. Und für diese Option habe ich mich entschieden. Bleib also dran, es wird jetzt interessant. In meinem Fall sind die Beschädigungen so stark, dass ich mit Schleifen und Polieren keinen Erfolg erreichen werde. Zum Thema Nassschleifen und Polieren habe ich dir ein Video in der Infokarte und unten in der Videobeschreibung verlinkt. An dieser Stelle hilft bei mir nur eine Komplettsanierung. Aber bevor ich damit gleich beginne, möchte ich dir nur den Hinweis geben, dass ich alle Präparate und alle Werkzeuge, die ich gleich einsetzen werde, in der Videobeschreibung verlinkt habe. Ich habe an dem Holzteil noch ein weiteres Problem, und zwar die beiden Löcher, die neben der nachträglich gemachten Öffnung platziert sind. Sie wurden für die Befestigung des Bedienteils der nachgerüsteten Standheizung verwendet. Ich finde aber, dass es ganz schlecht gelöst wurde. Hier musste sogar der Rahmen von der Schaltung gekürzt werden. Ich werde sie deshalb anders befestigen, und zwar, ich werde den Rahmen entfernen und dann wird das Bedienteil einfach so montiert. Ich finde, dass es viel besser aussieht, deshalb werde ich die beiden Bohrungen verschließen. Für die sichere Befestigung des Teils werden die 4 Schnappverschlüsse sorgen. Und jetzt vor dem Start zeige ich noch ganz kurz den Aufbau von der Holzplatte. Sie besteht aus 3 Schichten. Ganz unten haben wir die Sperrholzplatte. Darauf befindet sich ein Holzfurnier aus Zebrano bzw. Wurzelholz. Und ganz oben haben wir die Klarlackschicht. Ich werde erstmal den losen Klarlack von Hand entfernen und anschließend kommen geeignete Werkzeuge zum Einsatz. So sieht es jetzt aus. Alles, was lose war, habe ich abgemacht. Den Rest werde ich jetzt mit einem Bügeleisen erwerben und mit einem scharfen Messer entfernen. Jetzt ist das Brettchen komplett nackt. Ich habe den ganzen Klarlack entfernt. Leider habe ich dabei die Furnierschicht beschädigt, deshalb werde ich sie entfernen müssen. Sie wird dann durch eine neue Schicht ersetzt. Das benötigte Zebrano Echtholz-Furnier habe ich bereits bestellt. Und da sieht man schon, dass es optisch sehr gut passt. Es ist sozusagen perfekt dafür geeignet. Jetzt nur noch das passende Stück zuschneiden. Das sieht schon ganz gut aus. So wird es praktisch aufgeklebt. Aber bevor ich mit dem Kleben beginne, muss ich noch das Holz vorbereiten. Ich werde das Holz säubern und an den Stellen, wo das Furnier beschädigt wurde, die Übergänge wegschleifen. Dafür verwende ich das Schleifpapier mit der Körnung 360. Das Brettchen ist perfekt vorbereitet. Ich habe alles weggeschliffen, anschließend abgesaugt und mit einem feuchten Lappen leicht abgewischt. Jetzt wird das Furnier mit dem Holzleim geklebt. Anschließend in der Trocknungsphase müssen die beiden Materialien zusammengepresst werden. Dafür benutze ich Schraubzwingen und Holz.
Und so sieht jetzt meine Konstruktion aus. Das ist ein bisschen schwierig, weil ich jede Fläche separat belasten musste. Jetzt einen Tag später, nachdem alles trocken ist, kann ich den Materialüberschuss abschneiden. Dafür werde ich ein Skalpell benutzen. Jetzt nur noch ganz schnell die Schnittkanten entgarten. Ich mache das mit dem Schleifpapier Körnung 360. Ja, und auch dieser Arbeitsschritt ist beendet. Jetzt komme ich zu dem nächsten Punkt. Ich werde die Oberfläche beizen. Im Fachhandel wurde mir die Beize in dem Ton Walnuss empfohlen, soll angeblich am besten passen. Bei der Gelegenheit noch eine interessante Anmerkung. Damals wurden die Originalteile nicht gebeizt. Man hat den Ton mit dem Klarlack erzeugt. Da es heutzutage unmöglich ist, den passenden Klarlack zu finden, werde ich die Oberfläche beizen. Und so sieht das Ergebnis aus. Jetzt nur noch trocknen lassen und dann können die weiteren Arbeitsschritte folgen. Jetzt einen Tag später ist das Teil komplett trocken und kann abgeklebt werden. Dafür wird ein einfaches Kreppband verwendet. Ich habe alle Öffnungen abgeklebt. Jetzt kann die Epoxiddrahtschicht gegossen werden. Ich werde dafür 2 Komponenten Epoxiddrahts verwenden, in der Variante transparent. Die beiden Komponenten werden im Verhältnis 1:1 gemischt. Beim Mischen fällt sofort auf, dass sich dort Luftbläschen bilden. Das ist aber kein Problem, die Luft lässt sich relativ einfach beseitigen. Man braucht dafür heißes Wasser, ca. 80 Grad Celsius, und jetzt kann die Mischung erwärmt werden. Und da sieht man schon, dass die meisten Luftbläschen weg sind. Das heißt, jetzt noch ganz kurz ins heiße Wasser rein und dann kann ich mit dem Gießen beginnen. Ich habe das Teil vollständig ausgegossen und jetzt lasse ich das aushärten. Und jetzt wieder einen Tag später, da sieht man das Ergebnis. Das sieht schon richtig gut aus. Hier müssen nur noch die Ränder bearbeitet werden. Sie müssen halt mit dem Schleifpapier weggeschliffen werden. Und hier noch ein paar Ansichten von dem fast fertigen Produkt. Laut Hersteller benötigt Epoxidharz ca. 24 Stunden zum Aushärten. Die maximale Härte wird aber erst nach ein paar Tagen erreicht. Die Epoxidharzschicht lässt sich trocken und nass schleifen. Für die ganz groben Sachen empfehle ich das Trockenschleifen mit der 500er Körnung. Anschließend macht man das schon ein bisschen feiner, deshalb ist dafür das Nassschleifen sehr gut geeignet. Dabei wird nacheinander die 1000er, 2000er und 3000er Körnung verwendet. Beim Schleifen soll man sich aber nicht erschrecken, die Oberfläche wird auf jeden Fall matt. Deshalb muss sie anschließend poliert werden. Dafür werde ich diese Polierpaste verwenden und anschließend als Finish-Bearbeitung werde ich noch die Anti-Hologramm-Schleifpaste einsetzen. Sollte es notwendig sein, an manchen Stellen noch Korrekturen durchzuführen,
besteht noch die Möglichkeit, punktuell eine zweite Schicht Epoxidharz aufzutragen. So sieht das Ergebnis aus. Jetzt bin ich gespannt auf dein Feedback. Schreib mir also deine Meinung in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, dann werde ich mich freuen, wenn ich von dir den Daumen hoch bekomme. Ansonsten abonniere diesen Kanal, dann wirst du meine weiteren Videos nicht verpassen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.